Ich war völlig schwach. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Ich habe noch nicht mal mehr an meine Mutter denken können. Und ich habe mich einfach fallen lassen. Ich habe auf der Erde gehockt und ich wollte nur eins. Ich wollte nur einmal noch die Sonne sehen. Und wirklich, es hat nicht lange gedauert. Man ist über mich weggetrampelt und man hat mich umgerissen. Ich habe den Kopf angeschlagen, man hat mir auf die Hände getreten. Und ich habe nur eins gewollt, ich wollte die Sonne noch einmal sehen. Ich habe die Sonne gesehen. Das war mir so ein Trost. Ich war keinen Moment verzweifelt. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im September 1943. Die 19-jährige Erna de Vries kniet im Hof des berüchtigten Todesblocks 25. An diesem Morgen soll sie in den Gaskammern ermordet werden. Während um sie herum Todesangst und Verzweiflung herrschen, hat sie noch einen letzten Wunsch. Die Stadt Kaiserslautern in der Pfalz. Hier kommt Erna de Vries am 21. Oktober 1923 als Erna Korn zur Welt. Sie ist das einzige Kind von Jakob und Jeanette Korn. Ihr Vater ist Protestant, ihre Mutter Jüdin. Der Familie geht es gut. Jakob Korn ist Mitinhaber eines Speditionsbetriebes. So verlebt Erna eine schöne frühe Kindheit. 1931 stirbt ihr Vater. Ihre Mutter muss allein für den Lebensunterhalt sorgen. Mit dem Teilhaber führt sie die Geschäfte des Speditionsbetriebs weiter. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Die Diskriminierung der Juden beginnt. Schritt für Schritt werden sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Auch die junge Erna Korn bekommt das immer mehr zu spüren. Durch die Anfeindungen von außen, Kinder sagten nicht mehr irgendein Schimpfwort zu einem, sondern immer du Jude, du Jude. Wenn irgendeine kleine Auseinandersetzung war, hieß es immer du Jude. Gut, wir waren Juden, wir sind Juden, aber es wurde damals als Schimpfwort gebraucht. Und das hat mich immer sehr angegriffen. Es waren überhaupt solche Dinge, dass andere Kinder nicht mehr mit uns spielen wollten. Also wir kriegten sehr zu spüren, dass wir ausgegrenzt waren. Ganz Deutschland boykottiert die Juden. Bereits 1933 rufen die Nationalsozialisten reichsweit dazu auf, jüdische Geschäfte zu boykottieren. Auch in Kaiserslautern sollen die Juden aus der Wirtschaft verdrängt werden. Die Geschäfte der Spedition laufen immer schlechter. Schließlich, 1935, wird Jeanette Korn aus dem Speditionsverband ausgeschlossen. Sie ist gezwungen, ihren Anteil des Betriebes an den Teilhaber abzugeben. Die Familie muss von den Ersparnissen leben. Erna Korn besucht mittlerweile die Volksschule. Aufgrund der äußeren Umstände wird ihr jedoch von den Lehrern geraten, zum Institut der Franziskanerinnen, einer katholischen Privatschule, zu wechseln. Dort verbringt sie 2 unbeschwerte Jahre. Doch das Schulgeld wird zu einer Belastung. Auch ihre Noten werden immer schlechter. Meine Mutter hat dann gesagt, es hat keinen Sinn, dich auf dieser Schule zu lassen. Wir müssen jede Mark sparen. Wer weiß, wie lange das noch dauert. Und du weißt, wir müssen vom Ersparten leben. Unter großem, also ich habe sehr darunter gelitten, dass ich von dieser Schule, die mir sehr lieb gewesen ist, und auch das Lehrpersonal, dass ich dort weg musste, runter musste. Und ich bin dann in die sogenannte jüdische Sonderklasse gekommen. Das war eine Klasse damals in Kaiserslautern von 28 jüdischen Kindern, also 1937 war das. 28 jüdische Kinder vom ersten Schuljahr bis zum letzten und unterrichtet von einem einzigen Lehrer. Das war ein schweres Lernen, ein schweres Unterrichten. Der Lehrer musste jeden Morgen von Zweibrücken nach Kaiserslautern kommen. Inzwischen wurden wir auch immer mehr ausgegrenzt, immer einsamer. Wir konnten nicht mehr christliche, also nicht jüdische Familien kontaktieren, weil wir Angst haben mussten, dass die darunter zu leiden hatten. Und wir wurden auch gemieden außerdem.
Die Ereignisse überschlagen sich. Bereits im August 1938 wird in Kaiserslautern mit dem Abriss der Synagoge begonnen. Der orientalische Bau soll aus dem Stadtbild verschwinden. An gleicher Stelle errichten die Nationalsozialisten einen Aufmarschplatz. Am 7. November wird in Paris ein Attentat auf den deutschen Botschaftsangehörigen Ernst vom Rath verübt. Der Täter ist ein polnischer Jude, Herschel Grünspan. 2 Tage später hetzt die nationalsozialistische Presse im ganzen Land. Nicht Grünspan allein, sondern das gesamte Judentum trage die Schuld. Ernst vom Raths Tod am 9. November ist die Rechtfertigung für landesweite Ausschreitungen gegen Juden, die Reichspogromnacht. Ich hatte mich gerade vorbereitet, um bald aus dem Haus zu gehen. Es war 6 Uhr etwa. Da klopfte es ganz heftig an unsere Tür. Meine Mutter öffnete mit Zögern. Man wusste ja nie, was da los war, so zu früher Stunde. Und draußen stand ein ehemaliger Fahrer, ein Chauffeur, der bei uns im Geschäft gearbeitet hat. Und er erzählte ganz aufgeregt, was er gesehen hat. Beim Gang durch die Stadt zu seiner Arbeitsstelle hat er gesehen, wie der Pöbel, so nannte er es, mit Spitzhacken und Vorschlaghämmern Schaufensterscheiben von jüdischen Geschäften eingeschlagen hat, die Ware rausgeschmissen auf die Straße, wie manche Leute sich da etwas davon rafften, wie Kleinmöbel aus Fenstern flogen. Er war ganz aufgeregt und wollte uns warnen, aber wir konnten gar nichts tun. Trotz der Warnung des Fahrers geht sie zur Arbeit. Von den Ausschreitungen bemerkt sie nichts. Doch in der Näherei herrscht eine aufgeregte Stimmung. Nach etwa einer Stunde hieß es auf einmal alles antreten, heraustreten aus dem Arbeitsraum, und wir stellten uns dann an, mussten uns anstellen auf eine Treppe, die ging nach unten, inzwischen war eine Plattform und dann ganz nach unten nach Parterre, und da haben wir uns nun aufgestellt und plötzlich kamen ein paar Männer an und riefen: Juden raus, Juden raus. Und wir waren vielleicht noch 6, 7 Angestellte, jüdische Angestellte. Das war natürlich ein jüdischer Betrieb, das habe ich vorhin nicht erwähnt. Und ich hatte nur eins im Kopf: Was ist mit meiner Mutter? Wie geht es meiner Mutter? Und ich hatte nur den Gedanken: nach Hause, nach Hause. Ich bin mit die Treppe runtergegangen mit den anderen jüdischen Menschen. Und als ich unten war, bin ich einfach weggerannt. Aus Angst fliehen sie und ihre Mutter auf den christlichen Friedhof. Am Grab des Vaters hoffen sie, vor dem Pöbel sicher zu sein. Nach einiger Zeit hält es Erna Korn nicht mehr aus. Sie möchte sehen, was mit ihrem Zuhause passiert. Ich ging nun auf den Hof, also ich wäre lieber umgedreht, aber es hat mich angezogen, wie magisch. Ich konnte gar nicht anders, ich musste da einfach hin. Und unglücklicherweise stand ich dann neben einer Frau, die mich immer angefeindet hat. Wo ich stand, wenn sie mich sah, hat sie entweder ausgespuckt oder ein Schimpfwort gerufen. Oder wenn ich im Geschäft war, hat sie den Besitzer gefragt: Verkauft ihr den Juden immer noch? Bei uns in der Nähe, damals gab es Kolonialwarengeschäfte, nannte man das. Verkauft ihr den Juden immer noch? Und wenn ich gesehen habe, dass sie da reinging, dann bin ich schon rausgegangen oder bin gar nicht erst hingekommen. Und die Frau stand ausgerechnet an dem Tag neben mir. Und ich wollte stark sein. Ich wollte den Gaffern, wie ich sie bei mir nannte, wollte ich nicht meine Schwäche zeigen. Die sollten nicht sehen, dass ich weinte. Und ohne dass ich es wollte, liefen mir die Tränen herunter. Und da schrie diese Frau: Jetzt heult sie, schmeißt sie rein in den Krempel, schmeißt sie rein in den Krempel. Und das hat sie immer wieder geschrien, und es hat sich keine Hand gerührt. Ich hatte auch Angst, dass sie mich womöglich anpacken wird. Und ich musste das mit anhören, wie drin alles zerstört wurde. Ich hörte das Splittern von Holz, das Krachen von Holz und das Splittern von Geschirr. Und also es war schrecklich, draußen zu stehen, zu wissen, man ist völlig hilflos. Als meine Mutter die Zerstörung sah, ist sie buchstäblich zusammengebrochen. Sie hat sich da irgendwo hinfallen lassen. Also es war wirklich schrecklich. Was sie gekocht hatte zu Mittag, das klebte an der Wand. Und im Schlafzimmer fand ich es mit am schlimmsten. Die Betten waren aufgeschlitzt. Damals hatte man noch so Marmorabdeckungsplatten auf den Waschtischen und Nachttischen. Alles war zerschlagen, Spiegel waren zerschlagen, alles, was nur zerbrechlich war im Schlafzimmer, war zerstört. Der Kleiderschrank, der war nicht umzukippen, aber so ein Stück lag er auf den Betten, war auf die Betten gekippt.
und die Rückwand war eingeschlagen und es sah entsetzlich aus. Ihnen bleibt keine Zeit, den Schrecken zu verarbeiten. Noch am selben Abend werden sie aus Kaiserslautern ausgewiesen. Die Stadt soll judenfrei werden. Sie fliehen zu Verwandten nach Köln. Jeanette Korn geht kurze Zeit später zurück nach Kaiserslautern. Erna Korn bleibt in Köln. Sie arbeitet ab 1939 in einem Altersheim. Ihr Traum, einmal Medizin zu studieren, bleibt ihr als Jüdin im Deutschen Reich verwehrt. Stattdessen bemüht sie sich um eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. 1941 erhält sie einen Platz in einem großen jüdischen Krankenhaus, dem israelitischen Asyl in Köln. Zur Kennzeichnung und Demütigung müssen alle Juden ab dem 1. September 1941 den gelben Judenstern tragen. Auch Erna trägt diesen Stern. Auf ihrer Schwesternkleidung ist er deutlich zu erkennen. So bin ich eines Tages auch in die Stadt gegangen. Und ich erzähle das, weil es mir wichtig ist, heute noch, und weil es mir damals ganz besonders wichtig war. Ich bin in ein Geschäft gegangen, ich musste etwas abholen. Die Tür lag zurück, rechts und links war ein Schaufenster. Und als ich dort reinging, kam mir eine Frau entgegen. Nichts Ungewöhnliches. Und als ich dann meine Sache da beendet hatte im Geschäft und herauskam, stand die immer noch da. Und das hat mich natürlich merkwürdig berührt. Und auf einmal fasste sie mich ganz fest am Handgelenk. Und ich dachte, was kommt nun? Aber sie sprach schon: Schwesterchen, tragen Sie den Stern mit Stolz. Und ich muss sagen, solche Begebenheiten, die haben mich später über Wasser gehalten, wie man so flapsig sagt, nicht? Also die haben mir geholfen. Ich dachte, es sind nicht alle Menschen so wie der ganze braune Sumpf. Es gibt noch Menschen, die denken wie Menschen, die menschlich geblieben sind. (1941) beginnen die Deportationen aus dem Deutschen Reich. Die noch in Deutschland verbliebenen Juden werden mit Zügen aus ihrer Heimat verschleppt. Aus Angst, von ihrer Mutter getrennt zu werden, kehrt Erna Korn nach Kaiserslautern zurück. Nach einigen Tagen erreicht sie dort ein Brief aus dem israelitischen Asyl. Das gesamte Krankenhaus wurde geräumt, alle jüdischen Angestellten und Patienten verhaftet und in Konzentrationslager eingewiesen. So entgeht Erna Korn nur knapp ihrer eigenen Deportation. Ihre Ausbildung wird sie nie beenden. So blieb ich nun in Kaiserslautern, und um nicht den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, habe ich da auch wieder eine Arbeit angenommen, und zwar in einer Eisengießerei. Eine stupide, schmutzige Arbeit, aber der Vorteil war, dass sie in der Nähe von meinem Zuhause lag. Ich hatte nur ungefähr 7 Minuten zu laufen, und da war mir jede Arbeit recht, das war mir alles egal. Die Hauptsache, ich war in der Nähe von meiner Mutter. Und ich hatte mir immer vorgestellt, sie wird weggeholt und ich weiß nichts davon. Ich komme Stunden später nach Hause. Und ich habe dort gearbeitet, ja, den ganzen Sommer von 42 bis 43. Und am 6. Juli 43 kommt auf einmal ein Nachbar an. Ich muss das erwähnen, der Nachbar, der sich auch in Gefahr begeben hat, dass er Juden kontaktiert hat. Und sowas, das war mir immer wieder in Erinnerung, was jemand damit riskiert hat. Und der kam zu der Fabrik gefahren, der Vorarbeiter sagte, geh mal schnell raus, da steht ein Mann, ein Nachbar, der will Sie sprechen. Und er sagte, fahr schnell nach Hause, man will deine Mutter wegholen. Und ich bin schnell nach Hause gefahren, ich weiß gar nicht wie, mit seinem Fahrrad. Und ich sehe, da sind 2 Leute von der Geheimen Staatspolizei in Saarbrücken, ein Fahrer und ein Angestellter. Und ich sah wohl, also da war nichts zu machen. Und ich habe unsere Koffer aus dem Schrank geholt. Wir hatten immer 2 Koffer gepackt mit allem, was wir glaubten, dass wir vielleicht brauchen würden, wenn wir verschickt würden, damit man nicht im Moment, wenn man in der großen Aufregung da alles Mögliche reinwirft, was man gar nicht braucht und wichtige Dinge vergisst. Und als ich die Koffer nun rausgeholt habe, sagte der Beamte, nein, Sie nicht, nur Ihre Mutter soll deportiert werden. Und ich habe ihn angefleht und habe ihm gesagt, er soll mich doch wenigstens mitnehmen bis Saarbrücken. Und letztendlich hat er eingewilligt
Und ich konnte mit meiner Mutter ins Auto steigen. Mit einem einfachen Personenwagen haben sie uns abgeholt, nur uns beide. Im Gefängnis in Saarbrücken werden beide eine Woche lang festgehalten. Einen offiziellen Verhaftungsgrund gibt es nicht. Die betreffende Zeile wird einfach freigelassen. Nach einigen Tagen führt man Erna Korn zu einem Gestapo-Beamten. Der sagte mir so, Sie wollen also mit Ihrer Mutter? Ich sage, ja. Wissen Sie, wo Ihre Mutter hinkommt? Ich sage, nein, das weiß ich nicht. Ihre Mutter kommt nach Auschwitz. Und er sagte, wollen Sie immer noch mit Ihrer Mutter? Und ich sagte, wo meine Mutter hingeht, möchte ich auch hingehen. Und er sagte ganz zynisch, Sie wären ein schlechtes Kind, wenn es nicht so wäre. Er wusste doch, dass es unser Tod sein sollte. Dass es anders gekommen ist für mich, das konnte er nicht ahnen, das konnten wir beide nicht ahnen. Erna und Jeanette Korn werden deportiert. Der Transport in verriegelten Personenwagen dauert mehrere Tage. Ende Juli 1943 erreicht der Zug seinen Bestimmungsort. Das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau in der Nähe von Krakau. Auschwitz, das größte Konzentrations- und Vernichtungslager des Dritten Reiches. Symbol für den Holocaust, den größten Völkermord der Geschichte. Über 1 Million Menschen wurden hier ermordet. Die meisten von ihnen waren Juden. Die Überreste des Lagers sind heute als Mahn- und Gedenkstätte zugänglich. Die Verbrechen, die hier stattfanden, bleiben jedoch unvorstellbar. Wir kamen in Auschwitz an mit Lastwagen von der Rampe aus und kamen in einen Raum, in einen großen Raum, das nannte sich Sauna. Ich habe dort zwar kein Wasser gesehen, außer dieser trüben Brühe, mit der wir nachher desinfiziert wurden. Dort standen Tische und hinter den Tischen standen Frauen, die ganz normal gekleidet waren mit Zivilkleidung. Wie wir nachher allerdings erst sehen konnten, waren die alle gezeichnet mit einem schwarzen großen Kreuz, damit eben man nicht flüchten konnte oder wenn man flüchtete, dass man schnell erkannt wurde. Und wir mussten nun unsere Koffer darauf, die Tische stellen und wir wurden gefragt, ob das unsere Sachen seien, ob wir die selbst eingepackt hätten und so weiter. Also Formalitäten. Und dann wurden wir registriert. Wir wurden rasiert, vor allen Dingen alle behaarten Körperstellen wurden rasiert und dann wurden wir tätowiert. Das ist meine Nummer. Und ja, dann wurden wir auch eingekleidet. Also wir mussten jeden eigenen Faden, alles was wir eigenes an uns hatten, mussten wir ablegen. Erna und Jeanette Korn kommen in das Frauenlager in Birkenau. Die nächsten 4 Wochen müssen sie in Quarantäne verbringen, angeblich um Seuchen vorzubeugen. Diese Maßnahme dient jedoch nur dazu, die Häftlinge zu schikanieren. Sie schlafen in einem völlig überfüllten Block. Die Tage müssen sie auf einer vertrockneten Wiese verbringen. Es ist Hochsommer. Die Sonne brennt. Die Häftlinge bekommen kaum zu trinken, fast nichts zu essen. Hunger und Durst sind unerträglich. Nach der Quarantäne werden Erna und Jeanette Korn zum Arbeitsdienst gezwungen. Diesen müssen sie in einer Fischzucht außerhalb des Lagers verrichten. Meine Mutter und ich, wir wurden zu einer ganz schlimmen Arbeit herangezogen. Und zwar mussten wir ungefähr 1,5 Kilometer jeden Morgen laufen zu einem Teich, einem Fischteich, der lag in einem Ort, der nannte sich Hermannsee. Und dort war das Schiff schon gemäht, als wir ankamen und schwamm auf dem Wasser. Und wir mussten das mit Haken herausholen. Nun war ich damals 19 Jahre alt. Meine Mutter war 49. Und wir Jungen gingen dann nach vorne und standen bis unter die Achseln im Wasser. Und die älteren Frauen waren dann rückwärts und haben dann dieses Zeug, was wir da so hinschoben, das Schilf ans Ufer gebracht. Und das haben wir eine Weile gemacht. Und inzwischen war das so, meine Knöchel, ich hatte meine Schuhe verloren, habe dann auch Holzpartien gekriegt.
die waren schon ganz entzündet, meine Knöchel. Und der Block war voll mit Ungeziefer. Wir mussten uns zudecken, wir lagen inzwischen auf solchen Pritschen, wo vorne, nach dem Krieg wurden die fotografiert, vorne guckten so die Köpfe heraus. 5, 6 konnten auf solch einer Pritsche liegen. Wir lagen auf dem blanken Holz und hatten zum Zudecken eine Decke. Das war einmal eine Steppdecke und die Wolle quoll heraus, war ganz zerrissen und war voll mit Ungeziefer. Läuse, Flöhe, Wanzen, alles konnte man da sich einfangen. Und das habe ich auch. Verlaust waren wir und ich habe gekratzt, ganz kräftig gekratzt durch die Wanzenstiche und das hat sich alles entzündet. Ich sage ja, wenn man einen kleinen Stich hatte, das weitet sich aus zu einer größeren Wunde. Und ich habe da gekratzt und durch das schmutzige Wasser, in dem wir arbeiten mussten, ist das noch viel schlimmer geworden. Es hat sich alles entzündet. Ich hatte große, 5-Mark-Stück große, eitrige Wunden. Das war eine Phlegmone, eine eitrige Bindegewebsentzündung. Und das wurde auch nicht besser und mir schwante schon nichts Gutes. Es konnte nichts Gutes bedeuten. Regelmäßig kommt es im Lager zu den gefürchteten Selektionen. Ein Arzt bewertet die Arbeitsfähigkeit der Gefangenen. Er entscheidet über Leben und Tod. Wer alt, krank oder schwach ist, wird in den Gaskammern ermordet. Erna Korns Befürchtungen werden wahr. Sie wird selektiert und von ihrer Mutter getrennt. Man verlegt sie in den Block 25, den berüchtigten Todesblock. Hier werden die Häftlinge eingesperrt, die vergast werden sollen. Durch hohe Mauern sind sie vom Rest des Lagers getrennt. Manche von ihnen sind schon seit Wochen dort, da mit der Ermordung gewartet wird, bis der Block voll ist. Der Block war überbelegt und ich habe keinen Platz mehr gefunden, wo ich hätte liegen können für die Nacht. Es war auch schon ziemlich gegen Abend. Und wir wussten, also ich habe mit ein paar Mädchen gesprochen, dass am nächsten Tag Vergasung war. Wie konnten wir das wissen? Im Block wurde und auch im Lager wurde jeden Abend um eine bestimmte Zeit, wenn Lagerruhe war, möglichst viel Licht ausgemacht, sodass nur gerade man sich auskennen konnte noch im Block, dass man die Dinge erkennen konnte. Alle Lichter wurden gelöscht. Dort nicht, dort brannte die ganze Nacht das helle Licht. Und wir kriegten nichts mehr zu essen. Wir durften nicht mehr zur Toilette. Im Block waren zu diesem Zweck dann eben Eimer verteilt, auf der sich ungefähr 600 Frauen entleeren mussten. Kann man sich vorstellen, wie nachher der Block aussah. Erna Korn erlebt dort eine schreckliche Nacht. Eine Nacht in der Gewissheit, dass sie am nächsten Tag vergast werden soll. Am Morgen müssen sich die Frauen auf dem Innenhof versammeln. Das Tor wird aufgestoßen. Lastwagen fahren vor. Aufseher treiben die verzweifelten Frauen auf die Ladeflächen. Es war ein schreckliches Tohuwabohu. Es war eine schreiende Menge, eine weinende, eine verzweifelte. Die Leute sind auf die Knie, die Frauen sind auf die Knie gefallen, haben sich die Haare gerauft, soweit sie welche hatten, und haben geschrien. Und es war fürchterlich. Und ich war völlig schwach. Ich konnte überhaupt nicht mehr denken. Ich habe noch nicht mal mehr an meine Mutter denken können. Und ich habe mich einfach fallen lassen. Ich habe auf der Erde gehockt und ich wollte nur eins. Ich wollte nur einmal noch die Sonne sehen. Und wirklich, es hat nicht lange gedauert. Man ist über mich weggetrampelt und man hat mich umgerissen. Ich habe den Kopf angeschlagen, man hat mir auf die Hände getreten. Und ich habe nur eins gewollt. Ich wollte die Sonne noch einmal sehen. Ich habe die Sonne gesehen. Das war mir so ein Trost. Ich war keinen Moment verzweifelt und ich habe gebetet. Ich habe gebetet, lieber Gott, ich möchte leben, aber wie du willst. Ich hockte nun da und betete und ich bin umgerissen worden und plötzlich hörte ich meine Nummer rufen, dass ich das in meiner Versunkenheit überhaupt gehört habe. Das wundert mich noch heute. Und ich habe aufgesehen und sehe, wie ein SS-Mann ganz nah am Eingang von Block steht mit einer Kartei, mit einem Karteikasten unterm Arm und einer Karteikarte in der Hand. Und er ruft meine Nummer. Und da musste man ankommen, da musste man hin. Das war wie ein Befehl. Und ich habe mich aufgerafft und bin auf ihn zugegangen. Es waren inzwischen vielleicht noch 40, 50 Frauen auf dem Hof.
meist Jüngere, die nach hinten, nach rückwärts gedrängt haben. Und ich bin auf ihn zugegangen und er vergleicht die Karteikarte mit meiner Nummer auf dem Arm und sagt, packt mich an der Schulter, macht die Blocktür auf und sagt, Mensch, du hast mehr Glück als Verstand, und schubst mich da rein. Was das heißen sollte, wusste ich nicht. Ich war da drin, draußen war dieses Geschrei von den Menschen, drin war es Totenstille. Kommt auf einmal eine junge Frau auf mich zu, mit einer Decke über dem Kopf, ganz schneeweiß im Gesicht, und sagt mir, kommst du auch nach Ravensbrück? In letzter Sekunde entgeht Erna Korn dem sicheren Tod. Sie soll mit anderen Frauen in das Konzentrationslager Ravensbrück verlegt werden. Warum, erfährt sie nicht. Zunächst wird sie in einem anderen Block untergebracht. Ich habe der Blockältesten dann gesagt, ich muss meine Mutter noch mal sehen. Und sie sagte, du kannst nicht einfach hier so rumlaufen, wie du möchtest. Ich sage, ich kann. Ich gehe auf den Block von meiner Mutter. Und ich bin auch losgelaufen. Konnte nichts dran tun. Und ich bin auf den Block gekommen, habe meine Mutter getroffen. Ich war glücklich, dass ich sie noch mal gesehen habe. Und sie war froh, dass ich aus Auschwitz rauskam. Und sie ist noch auf der Lagerstraße ein Stück mit mir gegangen. Und da hat sie mir zum Ende dann gesagt, du wirst überleben und dann wirst du erzählen, was man mit uns gemacht hat. Und das mache ich immer, wenn ich dazu aufgefordert werde, so wie auch heute. Ja, und wir haben uns verabschiedet in dem Wissen, dass wir uns nie mehr wiedersehen werden. Was das heißt, das überlasse ich Ihrem Vorstellungsvermögen. Das Konzentrationslager Ravensbrück, 80 Kilometer nördlich von Berlin, in der Nähe der brandenburgischen Kleinstadt Fürstenberg. Das größte Frauenkonzentrationslager auf deutschem Boden. Erna Korns Transport erreicht das Lager am 16. September 1943. Mit ihr werden 83 weitere Frauen aus Auschwitz nach Ravensbrück verlegt. Alle Frauen gelten als sogenannte Mischlinge. Nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 werden alle Personen als Mischlinge bezeichnet, die sowohl jüdische als auch nicht-jüdische Vorfahren haben. Da Erna Korns Vater nicht jüdisch war, gilt auch sie als Mischling ersten Grades. Durch diesen Umstand gelangt sie auf den Transport nach Ravensbrück und entkommt so der Vergasung. Die Ankunft in Ravensbrück verläuft ähnlich wie in Auschwitz. Auch hier ist die erste Station die Sauna. Die deutsche Gründlichkeit. Unsere Koffer kamen von Auschwitz nach Ravensbrück mit. Es wurde wieder geöffnet. Die Häftlingsfrau fragte, sind das Ihre Sachen? Sind das deine Sachen? Und ich sah die Sachen, die meine Mutter zum Teil genäht, zum Teil gehandarbeitet hatte, jedenfalls eingepackt hatte. Ich fing bitterlich an zu weinen, wenn ich an meine Mutter dachte, die ich in Auschwitz zurückgelassen hatte. Und ich habe diese Frau gebeten, sie möchte mir doch irgendetwas aus dem Koffer geben. Ich sagte, das darf ich doch nicht, das darf ich doch nicht. Wenn ich so einen Wunsch geäußert hätte, auch nur überhaupt von mir aus jemand angesprochen hätte in Auschwitz, da hätte ich schon auf der Erde gelegen, nach den ersten 2 Worten. Und sie sagte mir, nein, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und auf mein Flehen hin hat sie mir doch einen Waschlappen, so einen Waschhandschuh gegeben. Den habe ich lange, lange aufbewahrt. Es war einfach ein Stück, was meine Mutter schon in der Hand gehalten hatte. Im Frauenkonzentrationslager trifft Erna Korn eine Bekannte wieder, Libuscha Ingrova. In Auschwitz-Birkenau waren sie im selben Block untergebracht. Dort entstand eine Freundschaft zwischen den beiden Frauen. Libuscha Ingrova wurde bereits einen Monat zuvor nach Ravensbrück verlegt. Hier unterstützt sie Erna Korn, wo sie kann. Einmal pro Woche steckt sie ihr eine zusätzliche Ration Brot zu. Brot ist im Lager knapp und lebensnotwendig. Nachdem ich Libuscha Ingrova getroffen hatte, habe ich mich einmal erst richtig beobachtet und habe gesehen, dass ich mich ziemlich habe gehen lassen im Lager. Und ich wollte einfach nicht so herunterkommen. Das war doch gegen meinen Sinn. Und da habe ich habe sie jede Woche getroffen und ich wollte nicht, dass sie sich mit mir, wenn sie gesehen wurde mit mir, dass sie sich schämen musste. Und so habe ich dann viel mehr auf mich geachtet. Ich habe
meine Hände geschrubbt, wo ich nur konnte, und gewaschen und gemacht. Jeden Fleck aus meinem Kleid habe ich rausgenommen. Und eines Tages habe ich sogar Brot gegeben, um mir ein Stück Leder zu kaufen, was irgendwo in der Effektenkammer organisiert worden ist. Das war eine Rücktasche von Rückenteil von einer Tasche. Und ich habe das nun in Streifen geschnitten und habe mir für Brot eine Gürtelschnalle gekauft und habe mir einen Gürtel genäht, damit ich nicht mit so einem Strick um den Bauch laufen musste und damit ich der Lipuscha eben begegnen konnte, so von außen sauber. Auch in Ravensbrück müssen die Häftlinge Arbeitsdienste verrichten. Erna Korn wird zunächst keine feste Arbeit zugeteilt. Sie gilt als verfügbar. Verfügbare müssen wechselnde Tätigkeiten verrichten. Diese sind besonders hart, sinnlos und gefährlich. Inzwischen war mein 20. Geburtstag und da habe ich geglaubt, 20. Geburtstag. Selbst unter diesen schrecklichen Umständen ist doch etwas Besonderes, 20. Geburtstag. Und ich habe am Abend vorher meine Ration Brot weggesteckt. Ich habe nichts gegessen. Ich wollte einmal an meinem 20. Geburtstag jedenfalls das Gefühl von Sattsein haben. Ich habe sie in einen Beutel gesteckt, da war mein Löffel drin und ein Messer und, Zahnbürste, so Kleinigkeiten, die man eben haben durfte. Und habe das schön unter meinen Flügel getan. Und am nächsten Morgen, als ich greifen wollte, war es weg, was gestohlen. Ich hatte so gemischte Gefühle. Einerseits, wenn ich an meine Mutter dachte, Trauer, dann die Wut auf eine Kollegin, oder die mir das angetan hat, auf irgendjemand, der mir das angetan hat. Also ich war völlig durcheinander gebracht und hatte auch noch das Pech, also ich hatte überhaupt nichts Eigenes mehr, das war alles weg. Und ich hatte auch noch das Pech, an dem Tag wurde ich genommen zum Walze ziehen. Und das war eine schreckliche Arbeit. Die Walze steht heute noch in Ravensbrück und in Gedanken ist sie mir allerdings größer, als sie in Wirklichkeit ist. Aber es war damals eine gefährliche Sache, das Ding zu ziehen, weil viele Frauen sich daran verletzt haben. Und ich hatte mir vorgenommen, so hungrig wie du bist und bei allem, was dir heute schon geschehen ist, du wirst nicht Walze ziehen, Aber wie ich es machen sollte, das nicht zu tun, das wusste ich auch noch nicht. Ich habe jedenfalls angefangen zu ziehen, einfach mal hin und her. Auf einmal ging eine Gruppe direkt ganz nah bei uns vorbei. Das habe ich einfach losgelassen, habe mich dazwischen gewischt und bin mit denen weggegangen. Niemand hat das beanstandet. Entweder hat es keiner gemerkt oder keiner wollte mich verpfeifen. Ich weiß es nicht. An diesem Tag beweist sich Erna Korn, dass sie immer noch ein Mensch ist. Ein Mensch, der eigene Entscheidungen treffen kann. Hätte man sie erwischt, wäre sie auf schlimmste Weise bestraft worden. In Ravensbrück haben die Häftlinge die Möglichkeit, sich nach Angehörigen in anderen Lagern zu erkundigen. Erna Korn will erfahren, wie es ihrer Mutter geht. Im Frühjahr 1944 erhält sie die erschütternde Nachricht. Ihre Mutter wurde bereits am 8. November 1943 in Auschwitz ermordet, wenige Wochen nach ihrem Abschied. Trotz dieses schweren Schicksalsschlages verbessert sich ihre Situation. 1944 endlich bin ich dann auch zu Siemens gekommen. Ich habe dort eine Arbeit gehabt, die war ganz ordentlich. Und vor allen Dingen war es deshalb gut, bei Siemens zu arbeiten. Es war Zwangsarbeit und wir mussten für die Rüstung arbeiten. Wir arbeiteten ja im Telefon- und Mikrofonbau für Unterseeboote. Das heißt, wir mussten, es blieb uns nichts anderes übrig. Und also das ging so durch das ganze Jahr und es war entschieden besser. Wir brauchten nicht unten im Stammlager zu sein. Wir kamen oben, es war dann ein Siemens-Lager eingerichtet. Da brauchten wir diesen Weg nicht mehr hin und her zu laufen. Und auch die Verpflegung war etwas besser. Wir kriegten auch eine Scheibe Brot zusätzlich. Aber ich habe die Lipuscha dann nicht mehr gesehen. Wie viele Industriebetriebe nutzt auch Siemens die billigen Arbeitskräfte in den Konzentrationslagern aus. Erna Korn bleibt im Siemens-Lager, bis die Produktion am 14. April 1945 eingestellt wird. Sie muss zurück ins Stammlager. Zu diesem Zeitpunkt hat Deutschland den Krieg bereits verloren. Die Alliierten rücken immer weiter vor.
Die Konzentrationslager nahe der Front werden geräumt, die Häftlinge in andere Lager verlegt, auch nach Ravensbrück. Dort verschlechtern sich die Bedingungen radikal. Die Baracken sind überfüllt, es gibt kaum Lebensmittel, der Tod ist allgegenwärtig. Im April des Jahres 1945 kommen die alliierten Truppen dem Konzentrationslager Ravensbrück so nah, dass auch dieses evakuiert wird. Wer noch gehen kann, wird in Marsch gesetzt, die restlichen zum Sterben zurückgelassen. Die Häftlinge marschieren Tag und Nacht Richtung Nordwesten. Viele von ihnen überleben die Strapazen dieses Todesmarsches nicht. Auch Erna Korn ist am Ende ihrer Kräfte. Ich sagte zu meinen Freundinnen, ich gehe nicht mehr weiter, ich kann einfach nicht mehr. Ich sah gar keinen Sinn im Weiterlaufen. Es war eine einzige Quälerei. Ich sah, ich bin am Ende. Ich hatte keine Kraft mehr. Und ich denke, wozu soll ich jetzt noch mich quälen? Für wen? Meine Mutter ist nicht da, Vater hatte ich keine Geschwister nicht. Ich stand ganz allein, ich konnte entscheiden. Ich wollte einfach nicht mehr, ich konnte auch gar nicht mehr. Und die Mädchen, die waren so schlapp und so schwach, die konnten auch nicht, aber die haben mich schließlich an den Ellenbogen gepackt. Sie haben mich weder gezogen, noch konnten sie konnten mir nicht helfen. Sie waren selber zu schwach, aber sie haben mir zugeredet. Und die Älteste, die war 16, 17 Jahre alt, du hast bis jetzt durchgehalten und jetzt willst du aufgeben, sagten sie mir. Und da habe ich mich aufgerappelt und bin weitergelaufen, trotz meiner schmerzenden Füße. Was heißt gelaufen? Wir haben uns geschleppt, wir sind mit hängenden Köpfen, sind wir so, als wir unten waren, über die Straße gelaufen. Und ich weiß nicht wie lange, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht eine Stunde. Wir schleppten uns nur noch so dahin. Und auf einmal hören wir, wie vor uns alles in Bewegung gerät, wie die rufen und schreien und lachen und weinen und sich umarmen. Und da kommen auf einmal amerikanische Panzerwagen uns entgegen. Das war die Befreiung. Erna de Vries lebt heute in Laten, einer kleinen Gemeinde im Emsland. Nach der Befreiung lernt sie Josef de Vries kennen, den sie 1947 heiratet. Er ist ebenfalls Jude. 6 Jahre überlebte er in Konzentrationslagern, unter anderem in Sachsenhausen und Auschwitz-Birkenau. Mit ihm kann sie über die schrecklichen Erlebnisse reden. Die gemeinsamen Gespräche helfen ihnen, diese Zeit zu verarbeiten. Beide bleiben in Deutschland und gründen eine Familie. Zusammen haben sie 3 Kinder. 1981 stirbt Josef de Vries. Seit 1998 erzählt sie ihre Geschichte. Dabei ist es ihr besonders wichtig, immer wieder auf die kleinen Gesten der Menschlichkeit hinzuweisen, die ihr stets Mut gemacht haben. Sie erfüllt den letzten Wunsch ihrer Mutter Jeanette. Ich freue mich auch über ihr zahlreiches Kommen. Als ich 1943 von meiner Mutter getrennt wurde in Auschwitz, sagte sie mir noch fast in den letzten Momenten unseres Zusammenseins, du wirst überleben und dann wirst du erzählen, was man mit uns gemacht hat. Und das tue ich seit 1997, da bin ich zum ersten Mal dazu aufgefordert worden, so oft ich es kann. Und darum bin ich immer sehr zufrieden, wenn möglichst viele Menschen das hören, denn mir liegt daran, dass diese Zeit nicht vergessen wird. Und solange ich es kann, werde ich das tun.